In der Corona-Pandemie ist die Risikobewertung auf Anordnung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach Anfang 2022 nicht herabgestuft worden. Hey Leute, wusstet ihr, dass Karl Lauterbach persönlich verhindert haben soll, dass das RKI die Corona-Risikobewertung herabstuft? Warum hat er das getan und warum hält er trotz dieser Enthüllung immer noch an seinen Ministerposten fest, während andere Politiker bereits seinen Rücktritt fordern? Und jetzt gerät auch noch der Ethikrat ins Visier. War das Gremium wirklich unabhängig oder wurde hier politische Beeinflussung betrieben? In meinen Augen ist Lauterbach ein Zinker und genau das schauen wir uns heute genauer an. Bleibt dran, denn wir reden über E-Mails, politischen Druck und die Frage, ob Lauterbach wirklich noch tragbar ist. Liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr? Sollte Lauterbach zurücktreten? Ich bin gespannt. Auf geht's! In der Corona-Pandemie ist die Risikobewertung auf Anordnung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach Anfang 2022 nicht herabgestuft worden. Wie mehrere Medien berichten, wollte das Robert-Koch-Institut die Risikobewertung damals von sehr hoch auf hoch absenken, weil die schwere Winterwelle abebbte. Lauterbach habe dies aber über Monate verhindert. Dem Bericht zufolge teilte er dem RKI per E-Mail mit, dass eine Herabstufung der Risikobewertung politisch nicht gewünscht sei. Der SPD-Politiker verteidigt sich heute damit, dass die Entscheidungen zu der Zeit gerechtfertigt gewesen seien. Darüber hinaus ist durch Welt herausgekommen, dass der damals eingesetzte Ethikrat die Corona-Politik womöglich zu unkritisch unterstützt hat. Interne Schreiben von Ratschefin Alexander Bui an Jens Spahn lassen Zweifel an der Unabhängigkeit des Gremiums aufkommen. Das RKI hat unabhängig von politischer Weisung gearbeitet. Auch der sogenannte geschwärzte Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter des RKIs. Es gab also keine politische Weisung, auf die das RKI hier reagiert hätte. Ich möchte noch einmal klarstellen, dass Deutschland insgesamt relativ gut durch die Pandemie durchgekommen ist. Wir hätten sonst mehr Todesfälle gehabt, auch mehr Long-Covid-Fälle. Das ist auch der Leistung des Robert-Koch-Institutes zu verdanken. Und daher ist es wichtig, dass wir nach vorne blicken. Was die Aufarbeitung angeht, beim Bundeskanzleramt ist eine neue Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern aufgebaut worden für Gesundheit und Resilienz. Dort wird man auch versuchen, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Das haben wir in Teilen auch schon gemacht bei der Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes und wir werden auch weitere Vorbereitungen treffen. Aber es muss hier noch einmal ganz klar gesagt werden, das Robert-Koch-Institut hat damals unabhängig von politischer Weisung das Richtige getan. Dass es damals so war, dass beispielsweise in Afrika mit einer Bevölkerung, die im Durchschnitt 19 Jahre alt ist, dass dort zum Teil die Schäden des Lockdowns also gravierend gewesen sind, das ist ganz klar. Aber in Deutschland ist es ganz klar gewesen, wir haben eine alte Bevölkerung, es wären sehr viele Menschen zusätzlich gestorben, wenn wir diese Lockdown-Maßnahmen nicht ergriffen hätten. Sie sind rechtzeitig ergriffen worden, dafür sind wir international beachtet worden. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir heute wissen, dass viele Jüngere, die sich damals in der ersten Phase infiziert haben, heute noch unter Long-Covid leiden. Auch da haben wir viel erreicht, indem wir Menschen dieses Schicksal, wir haben ja nach wie vor keine Heilung, ersparen konnten. Und bei uns im Studio ist jetzt unsere Weltkollegin Elke Boderas. Schön, dass du hier bist. Sehr gerne. Ja, der Ethikrat soll ja eigentlich ein unabhängiges Kontrollgremium sein. Diese Rolle hat er aber in der Corona-Pandemie phänomenal verfehlt, oder? Ja, man hatte tatsächlich permanent den Eindruck, dass sich der Ethikrat eher als Sprachrohr der Regierung etabliert hat. Das war am Anfang, ging es so verhalten los und dann hat sich dieser Eindruck doch sehr stark mehr und mehr manifestiert. Und es war vor allen Dingen auch auffällig im Vergleich zum vorhergehenden Ethikrat. Ne? Der hatte am Anfang im März hatte der noch eine Stellungnahme herausgegeben und hat gesagt, die Maßnahmen sind okay, Leben müssen gerettet werden, aber sie müssen immer verhältnismäßig sein und sie müssen auch immer verfassungsgerecht sein. Und diese Rolle, diese Einstellung wurde dann doch nach und nach dann sehr stark aufgegeben unter der Regie von Alena Büchs.
Hat sich denn dieser Ethikrat eben unter Frau Büchs auch irgendwann mal kritisch zu den Entscheidungen der Bundesregierung geäußert? Das ließ sehr, sehr lange auf sich warten. Also gerade bei den wesentlichen Entscheidungen, Impfpflicht, Abwägung 2G oder 3G, also gerade die strengsten Maßnahmen wurden durchweg unterstützt. Und zwar auch mit sehr windelweichen, teilweise auch wissenschaftlich unhaltbaren Argumenten. Ganz zum Schluss erst hat sich der Ethikrat dann, ja, man muss fast sagen, mehr so fadenscheinig kritisch geäußert. Da ging es dann um die Kinder. Das war natürlich so ein bisschen geschenkt. Die Kinder hat jeder zum Schluss bedauert. Ne? Das war so etwas billig. Dann auch, es ging um die Sterbenden. Da hatten sich aber auch alle Politiker eigentlich schon zum Teil auch kritisch geäußert. Und da war das war so ein bisschen so ein geschenktes Bedauern. Hat denn Alena Büchs, sie ist ja jetzt nicht mehr die Chefin des Ethikrates, sich irgendwie geäußert zu diesen Vorwürfen, zu dieser E-Mail, die ja schon sehr konfrontativ dann auch ist? Mit uns wollte Frau Büchs jedenfalls nicht sprechen heute Abend. Ah ja, wir haben sie gefragt und wir haben gesagt, ist denn Ihrer Meinung nach, der Ethikrat hat ja da unabhängig entschieden und wie beurteilen Sie denn diese Mail, gehört sich sowas? Ist das Interessante an dieser Mail ist ja auch, dass sie ausdrücklich informell wird. Ne? Sie sagt dann, ja, Herr Spahn, bitte entschuldigen Sie, ich möchte da mal informell. Man fragt sich, warum eigentlich, was soll das? Und da sagte sie, naja, das sei im Gegenteil ja so gewesen, also nicht der Ethikrat hätte sich nach der Politik gerichtet, sondern die Politik hätte sich nach dem Ethikrat gerichtet, was man eindeutig eigentlich widerlegen kann, weil zum Beispiel diese Entscheidung in der Impfpflicht, pro Impfpflicht, da hat der Ethikrat eine 180-Grad-Wendung hingelegt. Also es war im Jahr zuvor, war er gegen die Impfpflicht, da war auch die Politik gegen die Impfpflicht. Ein Jahr später war er auf einmal für die Impfpflicht, da war auch Karl Lauterbach kurz zuvor eindrücklich für die Impfpflicht. War dann schon sehr auffällig. Also Elke Borderas, herzlichen Dank für dieses Gespräch heute Abend. vielen Dank. Ja. Dankeschön. Gern. Erinnert ihr euch noch an die Ethikrat-Vorsitzende Alena Büch? Während der Corona-Zeit war sie in jeder Show zu sehen, hat die Maßnahmen schön geredet und alles verteidigt. Jetzt, wo die ganzen Verstrickungen und die Wahrheit langsam ans Licht kommen, taucht sie plötzlich nicht mehr vor der Kamera auf. Kein Interview, keine Stellungnahme, wie ein Schatten verschwunden. Komisch, oder? Vielleicht, weil sie weiß, dass sich immer mehr herausstellt, wie sie die Öffentlichkeit in die Irre geführt hat. Was denkst du, warum sie sich jetzt versteckt? Schreibt es in die Kommentare und nicht vergessen, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Bleibt immer auf dem neuesten Stand, wenn die Politik wieder mal die Karten neu mischt. Bis zum nächsten Mal.